Hallo an alle, die sich's anhören oder anschauen. Heute möchte ich einen gewissen Überblick mal geben zu dem, was ich als kosmologische Geisteswissenschaft verstehe. Und da mal anfangen, verschiedene Zusammenhänge, bevor man da irgendwo mit anderen Videos sonst auch ins Detail geht. Erstmal verschiedene Zusammenhänge mal ein bisschen aufzeigen, was man darunter alles versteht und was damit wie alles verbunden und verknüpft ist. Unter anderem ist es halt so, dass man auch von Auswärtigen verschiedener Art jetzt es so mitbekommen hat, dass die entweder das Verständnis grob nach Energiedichtegraden vornehmen. Und das ist für mich eine Anordnung an die Ätherebenen vor allem und die ätherische Evolution und dergleichen. Und auf der anderen Seite wird dann oft von Dimensionen gesprochen und das danach angeordnet. Und dann weiß man auch, dass da, teilweise waren es sogar eher dann negative Kräfte, dass die da auch das so machen, dass sie die Menschen quasi von ihrem Niveau her, abhängig der Energie, wo die sich einpendelt im Wesentlichen, die Menschen nach den Chakra-Farben quasi sortieren. Und so, dass jemand da quasi, der orange oder gelblich angeordnet wird, eben da im Solarplexus, Sakralbereich, dann nur energetisch überwiegend hängt. Und jemand, der da zum Beispiel Halsbereich, Chakra jetzt und drittes Auge aktiv ist, dass der so eine blaue Zuordnung zum Beispiel bekommt. Aber gut, es hat auch an sich weniger mit irgendwelchen Negativen zu tun, sondern generell ist es halt so auch, dass die Menschheit im gewissen Sinne auch so geordnet wird, so dass man eine gewisse Energie zum Beispiel der Erde und den Menschen auf einer bestimmten Ebene und Frequenz in diese Richtung aussendet und dann guckt, welche Energien wie zurückgespiegelt oder reflektiert werden, um dann eben zu messen, auf welchem Niveau sich die Menschen oder Menschenmassen im Wesentlichen befinden und wie stark welche Energiekonzentrationen sind und so weiter. Und das kann man da analog direkt an diesen Chakren auch mit erkennen oder den Chakrafarben. Und dazu, so wie der Regenbogen quasi nur spiegelverkehrt das signalisiert, man kann das sogar aus dem Weltraum auch mitsehen, wenn man da in gewisser Weise ähm, die Schichten oder die Erdatmosphäre sich anschaut. Da gibt es auch Aufnahmen von der ISS mitunter. Und in bestimmten Bereichen, bei bestimmten Übergängen, wenn die Sonne gerade auftaucht oder untergeht, kann man da auch gewisse Spiegelungen sehen in der Atmosphäre, die auch diese Farben reflektieren, wiedergeben. Und das ist ein Aspekt, sage ich mal, der wesentlich ist, weil das in verschiedener Weise eben auch eben Aufschluss gibt, wo was einmal für eine Energie aktiv ist, einmal auf dem Planeten etc. Und einmal auch bei den Menschen dann in der Aura und ihrer Ausrichtung oder geistigen Aufhängung oder der tendenzielle Fokus, wo der hängt, in welchem Chakra oder Niveaubereich das sich im Wesentlichen bewegt. Und das ist also ein Aspekt. Also das bedeutet einmal die ätherischen Ebenen, die planetar irgendwo da sind, als auch dann als Energiedichte gerade das Gleiche beim Menschen, denn auch zum Beispiel, wenn man die Chakren jetzt nimmt, ist es auch eine gewisse Energieschicht, die quasi die Aura umgibt und die konform dazu dann auch ist oder sich verhält. Und das wäre so diese ätherische Richtung und Energiedichte gerade vor allem, die genau da eben das widerspiegeln, sowohl beim Menschen im Äther als auch eben beim Planeten. Und da sieht man halt auch diese gewisse Synchronizität zwischen den Menschen und der Erde und wie sich das so ein bisschen verhält. Und da bei den Energiedichtegraden da gibt es
auch schon in der Bhagavad Gita zum Beispiel im Indischen klar die Aussage, dass man das ordnet nach einmal physisch und Erde, einmal emotional und Wasser, einmal mental und Feuer. Und dann gibt es den Kausalkörper. Das ist das Chakrensystem im Wesentlichen. Wobei bei sehr fortgeschrittener Entwicklung, so bei Meistern der Weisheit und so weiter, wird der Kausalkörper vorher auch aufgelöst. Den gibt es nicht, da gibt es keine Zuordnung so konkret zu den Chakren, aber der Energiekörper konform verbleibt. Also das ist dann auch zugleich der Energiekörper. Und wenn man die Chakren heranzieht, wäre das der Kausalkörper. Und das kann man mit dem Element dann Luft auch mit verknüpfen. Und dann geht es weiter, dann gibt es den Äther, der wird auch in den indischen Schriften der Abfolge nach erwähnt. Und das ist auch das heutige Problem der Wissenschaften und sonst was, dass man diese Sachen dann einfach nicht anerkennt. Und daher sich selber da quasi in seiner Selbstbeschränktheit dann ausschließt aus diesen verschiedenen Sachen und auch dem tieferen Verständnis dahingehend. Und beim Äther, das ist an sich nach meinem Verständnis und Einsicht und allem die Aura oder das Aurasystem, was man heute als Aurasystem mitunter versteht. Und da hat man natürlich auch verschiedene Schichten, die den Chakren ein Stück weit entsprechen, je nachdem, was da wie mehr aktiv oder weniger aktiv ist und was dann eben auch zu verschiedener Farbgestaltung beiträgt, zuträgt. Und das ist dann der Äther so gesehen, das ist quasi die eigene Aura oder fast schon die Geistmonade, kann man sagen, wobei man die eher noch darüber anordnet, ein Stück weit. Aber alles, was man ätherisch in der Evolution quasi wahrnehmen kann, gewahren kann, anhand verschiedener Körper, das ist dieser ganze Verbund in der Aura. Und das ist dann die Ebene des Äthers. Und dazu hat man als Hauptelement nach meinem heutigen Verständnis Licht. Dieses findet sich meines Wissens nirgendwo wieder groß in verschiedenen Schriften oder ähnliches. Man selbst kommt eben darauf, auch darüber, dass man da im Lichtkörper aktiv ist und auch, dass zum Beispiel die Arcturianer der 9. Dimension auch immer wieder sagen, dass die keine richtige physische Form mehr haben, sondern dass sie nur noch Licht sind. Und aus mehreren verschiedenen Zusammenhängen kommt man eben darauf, dass das Element auf dieser Ebene, das Hauptelement Licht ist. Aber nicht Licht in einer physischen Form, wie man es dreidimensional kennt, sondern dann tatsächlich das energetische Licht. Also man kann sagen, die verfeinerte Energie, die aus dem Energiekörper dann und der Verwirklichung in der ätherischen Monade entsteht, das bildet dann wieder die 9. Dimension dann oder eben den Lichtkörper oder das Element Licht dazu. Das heißt, man hätte die Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft, Äther und Licht. Und das ist auch das, was man quasi im gewissen Sinne, nach meinem heutigen Verständnis, auch in der Bibel sogar als 666 sogar beschreibt. Und die 777 wird dadurch daraus, wenn man die kosmische Hauptebene nimmt. Denn diese 6 Ebenen, die befinden sich alle nur als Unterebenen auf einer kosmischen Hauptebene. Und das ist in unserem solaren System hier nämlich die Astralebene. Das heißt, unser Unterton des gesamten Sonnensystems sogar ist die Astralebene, weil Helios als Sonnenlogos dort in der Astralebene, im Element Wasser so gesehen, aber auf kosmischer Hauptebene fixiert ist oder so ausgerichtet ist. Und das spiegelt sich dann alles wieder weiter und alles, das, was ich jetzt erwähnt habe an Ebenen, sind Unterebenen davon. Und diese Hauptebene dazu genommen, das wäre eine Art 7x7x7 Matrix. Dreimal deswegen, weil es den Mikrokosmos gibt, dann eben die Unterebenen in einem solarseitigen System und dann die kosmischen Hauptebenen. Und wenn man das dann so nimmt, oder man kann vielleicht so auf den Menschen auch sagen, das menschliche System einmal mit seiner Aura und dem Ganzen, was ich erwähnt habe, dann das solare System mal komplett genommen
und dazu eben das kosmische System als Hauptebenen genommen, dann wäre das eine Art 7x7x7 Matrix, zumindest aus unserer Entwicklung her, weil es gibt wohl noch zig andere Dimensionen, die noch weitergehen, äh, irgendwo an die 300 oder sowas oder über 300. Aber dazu kann man da nicht viel erzählen. Ich glaube, das würde auch wahrscheinlich, selbst wenn man es wüsste und erzählen könnte, keinem irgendwie praktisch viel nützen in der Form, weil es eben dann ganz andere Regionen betrifft. Und dazu hat man dann eben andere Sonnensysteme, die eben andere Möglichkeiten haben und wo teilweise dann eine andere Entwicklung läuft, die auch weniger physisch und äußerlich ist, so wie unsere Entwicklung hier aktuell auf der Erde, die doch schon die äußerste Physik quasi dann widerspiegelt, wobei man sich auch schon von der Schwingung her als Menschheit irgendwo mehr in der vierten Dimension, also der Astralebene mehr bewegt, als jetzt noch so physisch zu sein, wie es zum Beispiel vor Christus Jesus auf Erden noch gewesen ist. Da war die Materie wohl viel physischer, als sie heute ist. Und das hat auch vor allem in den letzten Jahren sich dann nochmal enorm erhöht gesteigert. Und so, dass man da eben tendenziell jetzt allmählich in die fünfte Dimension wechselt und dann die dritte Dimension mit der Astralebene sich dann verbinden. In der Theosophie wird auch gesagt, dass der astrale Schleier dann irgendwann mal reißt. Ich nehme an, das könnte vielleicht mit verschiedenen erwähnten Sonnenblitzereignissen, die auch von den Arcturianern erwähnt werden, dann im Zusammenhang stehen. Aber das auf die Erde bezogen, auf den Einzelnen ist es natürlich möglich, auch vorher schon in diese verschiedenen Bereiche zu gehen und, ja. Und das ist einmal also diese ätherische Seite mit den 6 Hauptelementen und der kosmischen Hauptebene, wo wir dann alle quasi drunter hängen. Und die kosmische Hauptebene, die wird dann zum Beispiel durch den Sonnen und die Logos und die Sonne, wenn man die rein physisch jetzt betrachtet, dann wieder gespiegelt und gibt auch diese verschiedenen geistigen Formen und Möglichkeiten überhaupt dann für die verschiedenen Evolutionen im Leben dann ein Zuhause zu finden, so gesehen, dass das so eine Sphäre bildet und alles befindet sich in der Aura des Sonnenlogos, beziehungsweise so gesehen auch dann im planetaren Logos in der Aura und auch im kosmischen oder galaktischen Logos. Ja, das ist ja alles so eine Wechselschicht und verschiedene Ebenen werden von dort und dort dann bereitgestellt. Und wir nutzen diesen Äther, um uns dann darin zu bewegen, aktiv zu sein und zu entwickeln. Und das ist auch das, was in der Bibel dann eben aussagt, dass wir in Gott sind, in ihm weben, leben und aktiv sind. Und das meint eben diese Aura und der direkte Vertreter Gottes, sage ich mal, in Wesenheitsform als sehr große Wesenheit. Das wäre zum Beispiel der planetare Logos oder auch Sanat Kumara mitunter genannt, sogar 4 Kumaras eigentlich, 3 Buddhas der Aktivität, die eben auch verschiedene Hauptaspekte wiedergeben. Auch das müsste man mal individuell nochmal anderweitig behandeln. Und ja, dazu hat man dann die Dimensionen, die man da ähnlich anordnet und beschreibt. Wobei natürlich gibt es eben äußere Entsprechungen, die auch irgendwo wissenschaftlich verschiedenen Dimensionen zugeordnet werden, wo ich aber nicht sicher bin. Ich habe mich damit gar nicht befasst. Das interessiert mich ehrlich gesagt nicht, was da wie angedichtet wird, den Sachen, weil mein Weg ist der inneren Inherenz und eigenen inneren Erfahrung, möglichst so einen inneren Bezug dazu zu finden. Und zudem, glaube ich, gibt es da noch nicht mal einen einheitlichen wissenschaftlichen Kontext, was man welchen Dimensionen zuordnet. Jedenfalls geht man hier nicht von wissenschaftlichen Umschreibungen dessen aus, sondern mehr von der persönlichen inhärenten Erfahrung und von der geisteswissenschaftlichen Seite her. Und unter Einbezug gewisser Kenntnisse aus der Theosophie zum Beispiel im gewissen Rahmen und eben eigener Erfahrung. Und ja, dann hat man halt bei den Dimensionen das ähnlich, wo ich dann manchmal eher tendiere, von Ebenen eher dann fast schon zu reden, um da nicht zu stark in die eine oder andere Richtung reinzugehen. Ja, das sind dann irgendwann mal vielleicht nur noch irgendwelche Zahlen oder sowas und da kann keiner mit irgendwas anfangen am Ende. Deswegen möglichst immer einmal den beschreibenden Aspekt, wie man das sieht, und einmal natürlich die inhärente Erfahrung. Und so hat man dann, wenn ich von Ebenen gehe, hat man eben das Tierreich einmal als Mentalebene, darunter das Pflanzenreich, was die geistige Aufhängung einmal in der 4. Dimension hat, einmal die physisch
so würde man sagen, zweite Ebene, weil Dimension ist dann, kann man schon einseitig gar nicht von Dimensionen dann reden am Ende. Und einmal das Mineralreich. Und diese drei Aspekte muss man in sich haben als Spezies oder in der Evolution bereits vollzogen, damit man sich überhaupt auf dem menschlichen Niveau halten kann. Ansonsten kann man als Mensch so nicht bestehen. Das ist im Gattungswesen dann schon alles integriert enthalten, so wie man sich zum Beispiel als Kind selber beinhaltet mit den ganzen Erfahrungen, Erinnerungen und so weiter. Das ist ja nicht weg, sondern in einem irgendwo. So ähnlich beinhaltet man das als Gattungswesen, also das Mineralreich, Pflanzenreich und Tierreich vom Entwicklungsniveau, vom Bewusstseinsniveau. Und dann erst kann man sich so auf diesem Niveau halten, wo man zwischen der Seele, individuellen Seele quasi die Anbindung hat und eben noch der äußeren Materie und Physik und dem Äther und alles. Und dann hat man eben diese drei Ebenen, die ich als dreidimensionale Welt verstehe, aber eben inhärent mehr gesehen und nicht anhand irgendwelcher technischer Zuordnungen, wie zum Beispiel der vierten Dimension die Zeit zugeordnet wird. Ja, das mag alles seine Richtigkeit auch irgendwo haben, aber ich ordne der vierten Dimension in erster Linie die Astralebene zu. Ja. Und dann hat man die fünfte Dimension, die ist ähnlich eigentlich unserer äußeren Physik, nur ist es halt dann nochmal eine eigene feinstoffliche Ebene. Und in der fünften Dimension, so wie wir da jetzt diese Chakren, diese Ebenen aufgeschlüsselt haben, so ähnlich hat man das in der fünften Dimension dann auch. Man hat da auch seine physische Verkörperung, die ist nur auf einem ganz anderen Schwingungsniveau und viel feinstofflicher, so lichtvoller und engelhafter im gewissen Sinne, die Spezies auch in der fünften Dimension, die sich da bewegen. Und die Schwingung ist etwa 4-mal so hoch wie unsere und das geht dann so weit, dass das eben aus dem sichtbaren Bereich in der dritten Dimension verschwindet, wenn das erstmal zu Licht wird, sage ich mal, hochskaliert und danach eben gar nicht mehr sichtbar wird, vom niederen Schwingungsniveau der dritten Dimension aus gesehen, worauf ja auch im Wesentlichen Großteil der Technik alles aufbaut. So hat jede Spezies dann oder verschiedene Spezies innerhalb der fünften Dimension, innerhalb der siebten Dimension zum Beispiel und der neunten Dimension ihre eigene Technologien, die sich da eben auf ganz andere, auch so gesehen physische Gesetze bezieht, die vielleicht wie völlige Wunder für uns aussehen würden, und als technische Unmöglichkeiten. Aber wenn man eben den Äther, diese anderen Dimensionen nutzt und von diesem ausgeht, dann ist das eben alles relative Normalität in der Form. Und höhere Ebenen können natürlich in die äußere physische Ebenen da auch mehr reinsehen und damit auch, wenn sie wollten, im gewissen Sinne interagieren oder sich sogar da auch runterbringen. Und da hätte man dann zum Beispiel auch erstmal das vielleicht als Licht und dann oder alternativ als Wolkenform, gerade wenn das zum Beispiel eine siebte Dimension ist, die oder Spezies, die ihr Lichtschiff quasi in die dritte Dimension bringen würde, würden die in der Regel erst als Wolkenform erscheinen und dann erst in die physische, und das ist das Element Wasser, was die dann nutzen, und dann sich erst in die Physis der dritten Dimension verdichten und dann auch richtig sichtbar sein. Wobei die meisten Spezies eben das vermeiden, allein schon, weil das auch für sie einmal eine Beschränkung ist, sogar mit der geistigen Fähigkeiten damit verbunden, und auch eben nicht ihr natürliches Element ist, wo sie agieren und so weiter. Deswegen ist das so, dass sie das eher vermeiden in der Regel, ja, oder sich nur teilweise so weit runterskalieren, dass sie dann zum Beispiel irgendwelche Sonden aussenden als Orbs, die dann durch die Gegend fliegen oder ähnliches, aber selber möglichst gar nicht komplett in die Physikalität gehen, ja. Und manche Spezies können vielleicht auch das gar nicht mal richtig, weil die diese Entwicklung gar nicht haben hinter sich und eher von ganz anderen Schwingungsgefilden dann nur ausgehen und daran arbeiten. Und so hat auch jede Spezies ein gewisses Frequenzspektrum. Und nur innerhalb dieses Spektrums hat man dann so seine ganze Wahrnehmung und das alles, was man auch im Außen dann gespiegelt bekommt und auch wahrnehmen kann. Und wenn dieses Spektrum sich meist überwiegend an der Physikalität nur aufreibt und diese höheren Dimensionen nicht umfasst, dann hat man davon auch nicht wirklich Kenntnis oder Einsicht darin. Ja, und die feinstofflicheren Ebenen können aber eher diese äußere Physik viel leichter erkennen und wahrnehmen und alles, aber es ist für sie überwiegend dann relativ uninteressant.
Und dazu hat man neben diesen ganzen ätherischen 6 Ebenen, die man durchläuft innerhalb des solaren Systems, plus eben das Göttliche, wenn man es eben nicht ablehnt, sondern annimmt, wäre eben das Kosmische alles, ja. Und dann kommt man zu dieser 7,7 mal 7 und aus dem Teufelskreis des solarseitigen Entwicklungsstatus hinaus, sage ich mal. Und dazu hat man jetzt auf jeder dieser Äther-Ebenen, also jede Ebene, die Äther treibt, denn Gedanken sind auf der Mentalebene in der Regel, ja. Und das ist ein anderer Äther. Und das Gleiche hat man mit dem Astralen und Emotionalen. Das ist auch eine Energieform oder so ein Substrat, sage ich mal. Und das kann man sogar wahrnehmen teilweise. Ich hatte da schon Gelegenheiten, da sowohl sogar mentalen Stoff, sage ich mal, als Energie direkt zu erfassen und gar nicht als Gedanken. Und dann kann man sich rein vertiefen und dann nimmt man die Inhalte wahr und hat dann die Gedanken dazu oder Ideen, sage ich mal, umfassender Art als Beispiel. Und das ist dann mit diesen ganzen Ätherebenen so, dass man da auch eben einen physischen oder ätherischen Körper hat auf der Ebene einmal. Anhand der Chakren sieht man das ganz gut und führt da seine geistige Entwicklung und Evolution durch. Und wenn man da eine Ebene richtig komplett beherrschen kann, dann führt es dazu, dass man so eine Art Einweihungsprozess durchläuft und das anerkannt wird, zum Beispiel vom solaren Logos oder planetaren Logos oder abhängig der Entwicklung kann das sogar auch durch Christus sein und, und. Und dann ist das für einen abgeschlossen und man kann als Seele das handhaben und beherrschen, obwohl man das als Mensch nicht zwingend aktiv haben muss und können muss, sondern das liegt innerhalb der Seele und nur wenn sie das verfügbar macht für einen in der Inkarnation, dann hat man auch diese Fähigkeiten. Aber ja, letztlich hätte man das. Und dann wollen wir eine weitere Verknüpfung an der Stelle jetzt einschlagen und zwar zu dieser benannten 12-Strang-DNA. Was ist eine 12-Strang-DNA? Also im Grunde genommen versteht man das gar nicht mal so, dass das 2 durchgängige Stränge sind. Man kann es so eigentlich darstellen, würde ich mal sagen. Und wenn man da diese Ebenen und Schichten nebeneinander eben alle anreiht und das so nimmt, dann wäre es auch eine 2-Strang-DNA, die aber durch 6 Ebenen geht. Und das, was man heute entschlüsselt hat, ist im Grunde genommen nur diese 2-Strang-DNA, alles, was auf die Physikalität Einwirkungen hat und mit dem physischen Äther zu tun hat, mit dem Element Erde. Und alles andere, das würde dann wieder eine 4-Strang-DNA ergeben und 6-Strang und so weiter. So, dass man dann am Ende eine 12-Strang-DNA hat, wenn man eben die 2 Stränge zu jeweils also diesen 6 Ebenen anordnet. Und man selber versteht es aber so, dass das eigentlich voneinander im gewissen Rahmen unabhängige Körper sind. Ja, zum Beispiel kann sich der Astralkörper auch von dem physischen lösen und man kann dann innerhalb von Astralebenen dann damit agieren, nennt sich dann Astralprojektion oder luzides Träumen und ähnliches. Und nimmt man diesen Körper mit dazu, dann hätte man schon eine 4-Strang-DNA. Nimmt man eben das mentale Feld dazu, wobei für mich das eigentlich kein richtiger Körper irgendwie ist, der wirklich eine Körperform hat, sondern alles, was im mentalen Feld ist, bei einem, das mentale Feld selber, das ist dann der Mentalkörper. Dann hätte man damit eine 6-Strang-DNA. Und eine 8-Strang-DNA, wenn man dann das Element Luft noch hinzunimmt oder den Energiekörper. Und das wäre dann schon das Niveau der 5. Dimension, wenn man da unterwegs ist. Dann hat man ja noch eben das Element Äther selber, was quasi dann die ganzen unteren Ebenen auch ja mit beinhaltet. Ja? Und das hätte dann schon wieder wäre das ja wo waren wir denn jetzt? Bei 8-Strang-DNA, ne? Das heißt, wir haben den physischen Aspekt 2, dann die 8-Strang-DNA hätten wir schon beim Kausalkörper. Und beim Äther, wenn man da das noch die 7. Dimension hinzunimmt als ätherische Ebene, dann hätte man ja da schon eine 10-Strang-DNA. Und beim Lichtkörper, im Element Licht, hätte man eine 12-Strang-DNA. Und das bedeutet, wenn die richtig aktiv ist, dann hätte man eine aktive 12-Strang-DNA und wäre dann in der 9. Dimension unterwegs und mehr als Lichtwesen, denn als so physisches Leben. Obwohl da in der 9. Dimension auch diese Ebenen als Unterebenen alle bestehen, nur auf einem völlig anderen Frequenz- und Schwingungsniveau. Und das bedeutet, dass da auch
ein physischer Körper existiert, aber besteht dann aus Licht und ist dann von anderen niederen Dimensionen an sich nicht fassbar, es sei denn, man zeigt sich ihnen und verbindet sich zu diesen Dimensionen hin, oder skaliert das alles runter. Andernfalls ist man nicht fassbar. Und das ist dann diese ganze 12-Strang-DNA. Und das sind für mich eigentlich einzelne Körper. Das wären nicht so 2 Stränge durchgängig, sondern 2 Stränge befinden sich in dem Körper, 2 Stränge im Astralen, 2 Stränge im Mentalen und so weiter. Und die sind nur teilweise miteinander in Verbindung. Also das heißt, natürlich gibt es die Geistmonade in Summe, die eben das alles beinhaltet und verbindet. Und letzten Endes ist das der Lichtkörper. Also das heißt, sobald man da über die 7. Dimension geht, löst sich auch in gewissem Sinne dieses Ganze mit den Auren und so weiter auf. Und dann hat man an sich gar nicht mehr diese Geistmonade, wie man die heute auf der 9. Dimension als Mensch hätte, sondern das ist so eine Art Lichtei oder Kugel am Ende, sondern man hätte dann tatsächlich einfach den Lichtkörper und würde dann auf der Ebene so mit dem Lichtkörper agieren, wie man mit seinem physischen Körper agiert, nur mit ganz anderen Möglichkeiten in ganz anderen Frequenzspektren. Und so ist es halt auch so, dass viele Ebenen so für die einen mehr umfassend im eigenen Frequenzspektrum der Spezies enthalten sind, andere nicht so. Und dann kann man eben dieses oder jenes entsprechend wahrnehmen oder überhaupt nicht. Einmal als Gattungswesen und einmal hat man natürlich noch als gerade die hellsichtigen und weit entwickelten Seelen, die viele Inkarnationen sonst wo vielleicht schon hatten, in anderen Spezies auch, die haben dann auch so ein weiteres Gewahrsein auch von diesen Ebenen mitunter, was dann eben von der Seele auch bereitgestellt wird, unabhängig von diesem Gattungswesen und den Möglichkeiten des Gattungswesens. Deswegen auch die verschiedenen Fähigkeiten, Talente, die manche mitbringen. Das ist alles weit über die eine Inkarnation hinausgehend an sich. Ja, man könnte da ohne sehr, sehr viele Inkarnationen zu haben, überhaupt auf diesem menschlichen Niveau gar nicht bestehen schon allein. Ja, und dann hätte man halt einmal diese Dimensionen, wo man die 6. und 8. noch für einen am meisten rätselhaft sind. Man versteht schon, dass da geistige Formen sind, die gerade von der Ebene darunter genutzt werden. Da können auch DNA-Updates von höheren Wesenheiten eingespeist werden. Zum Beispiel in diese Bereiche, das sind geistige Formen. Also das heißt, zum Beispiel, dass auf der 6. Dimension auch viele mentale geistige Formen mitunter zum Beispiel bestehen, die man dann nutzt als große Ideen oder sowas als Beispiel. Und noch weitere Elemente und dazu hat man dann die 4. Dimension eher als Astralebene, das ist eine Traumebene, wo eben nicht alles einen physischen Äther dann bildet oder in diesen einsteigt, sondern teilweise alles nur auf einer Art Traumebene verbleibt. Das gibt da auch einiges dann und dann hat man noch eben die 8. Dimension, die gibt einem auch noch am meisten Rätsel etwas auf. Auch da versteht man geistige Formen, die eben von der 7. Dimension dann genutzt werden überwiegend und das ihre geistige Aufhängung so gesehen bildet. Aber was sich da alles so drin befindet, das gibt einem noch ein bisschen Rätsel auf, wo man dann schon eher die 7. Dimension versteht. Man hat es in einem anderen Video mit den Arcturianern und dem Erstkontakt schon beschrieben, dass die 7. Dimension einem auch innerlich gezeigt worden ist, als eine tiefe innere Ausdehnung in die ganze Galaxie und diverse innere Selbstbeschränkungen fallen da komplett weg und Illusionen, Verblendungen etc. Und dann die 9. Dimension ist eine Art Allverbundenheit, im gewissen Sinne auch eine Allwissenheit, wo man sich überall hin verbinden kann, in einen Planeten rein und sogar durch die Augen eines anderen Lebewesens schauen kann und sich in dieses mit rein verbinden kann von der höheren Dimension her. Und das ist so eine Allverbundenheit, nenne ich dann die 9. Dimension von der inneren inhärenten Erfahrung her gesehen. Und wie man sieht, da kann man sogar die Erde nochmal, die Ebenen müsste man allerdings dann umdrehen und aus der kosmischen Perspektive sehen. Ja? Das heißt, die unteren Ebenen muss man nach oben sehen, sonst macht das Ganze etwas schwer Sinn. Da die Zusammenhänge dann von oben kommend, ja, ist die obere Ebene erstmal ja dann nicht die 9. Dimension, sondern oder sagen wir mal die 6. Energiedichte Grad wäre das ja, sondern das ist dann der erste Energiedichtegrad. Man muss es umdrehen, weil sonst man müsste auch ein eigenes Video zu machen, um das zu erklären, warum das auch erforderlich ist. Weil man dann in dem Fall auch sogar die Erde adressieren könnte anhand des Niveaus, sage ich mal, kosmisch zum Beispiel,
Der Solare Logos wäre dann auf der Astralebene, auf der sechsten quasi unterwegs. Und das wäre dann so gesehen ja die zweite oder vierte Dimension eigentlich, aber von oben gesehen wäre das wieder umgedreht. Also das siebte wäre das physische Element, das sechste wäre die Astralebene. Und so muss man sehen und man erklärt es aber ein anderes Mal, warum das so ist. Aber auch da gibt's noch eine Verknüpfung, wo man sogar die Erde und alles und das Sonnensystem und die Galaxie auch auf einer bestimmten Energiedichte auch definieren kann oder adressieren kann. Also so, dass das verschiedene Adressen bilden kann, anhand dessen man das Niveau dann zuordnen kann, wo sich dieses Solarsystem bewegt. Das wäre noch ein etwas umfassender und vielleicht etwas verwirrender Aspekt des Ganzen, was man hier erklärt hat. Einmal die Dimensionen, einmal die Energiedichtegrade und dann kann man dazu noch die theosophischen Einweihungen nehmen, zum Beispiel, die auch sehr eng an sich im gewissen Sinne mit den Dimensionen zu tun haben und den Verwirklichungen darin und wo man dann eben das geistige Niveau damit bemessen kann. Und dazu zu diesem Ganzen noch die 12-Strang-DNA, auch die Perspektive nochmal. Und dazu eben die Adressierung des Kosmos anhand der planetaren solaren Entwicklung auf einem Niveau, wo man dann auch dem verschiedene Zahlen, sage ich mal, zuordnen kann und damit klar bestimmte Entwicklungen etc. dann beschreiben könnte damit. Und anhand dieser Chakrenfarben und Zuordnungen ist es auch so ein Punkt, an dem dann auch auswärtige Spezies das messen und auch zuordnen. Und erstmal gibt man hier nur einen groben Überblick, bevor man da dann immer wieder in Details gehen wird, auch damit mit den verschiedenen Beschreibungen. Da wird man noch einige Videos sicherlich dazu dann machen, weil das sonst weit den Rahmen sprengen würde und man muss dann erstmal einzelne Aspekte dann rausgreifen und sich darauf mehr konzentrieren und das beschreiben, warum man das so versteht und wie die Zusammenhänge sind. Und auch so, dass da teilweise eben von auswärtigen Spezies viele Andeutungen da sind, dass die genau mit solchen Modellen unter anderem auch ihr Weltverständnis aufbauen, weil irgendwie versucht ja jeder, sich irgendwie zuzuordnen, einzuordnen, zu verstehen, was ist, warum es ist, wo man ist, ja. Und da reichen natürlich verschiedene banale Modelle da teilweise aus der Bibel zum Beispiel oder sowas, wenn man da nur Andeutungen nimmt, bei weitem nicht aus, um das irgendwo zu beschreiben. Und es gibt viele Zusammenhänge, allein schon mit der Kabbala zum Beispiel. Auch da ist es ja so, der Baum des Lebens. Auch das beschreibt zum Beispiel verschiedene Bewusstseinsebenen, wobei da sehr groß die Trinität dann eine Rolle spielt, die geistige Trinität. Und da das sind dann auch quasi drei Anordnungen der neunten Dimension oder sechsten Energiedichte, dem sechsten Energiedichtegrad nach möglich. Dann hat man dann die Seelentriade, da hat man auch so eine Dreieranordnung und auch da könnte man verschiedene Dimensionen oder den Äther entsprechend dann anordnen dazu ein Stück weit. Und dann hat man die menschliche Triade quasi und da wäre das auch eben das Astrale, Emotionale, das Mentale auch ganz klar auch so definiert und eben das Physische. Und da wird noch ein bisschen das Unterbewusstsein auch noch mit angeführt, was die Kabbala zum Beispiel anbetrifft. Aber da wird man eher die Trinitäten noch hervorgreifen, weil das auch zum Beispiel durch die Theosophie hervorgeht mit der Entwicklung. Man kann das auch sogar zuordnen tatsächlich den Äthergraden nach, dass das noch tiefere Zusammenhänge ergibt und das aus kosmischen Hauptkräften ausgehend wäre das auch schon eine Trinität und zwar einmal der göttliche Willensaspekt, den man so der neunten Dimension zuordnet, dann der Liebesaspekt, den man so zwischen fünfter und siebter Dimension zum Beispiel anordnet und zuordnet und dafür findet viel die Entwicklung statt und das, was wir als Menschen kennen, auch einschließlich das Emotionale, das ist an sich nur der Intelligenzaspekt. Kosmisch gesehen, es findet da der Willensaspekt bildet eine kosmische Ausdehnung als Kraft auch, ja, das könnte man auch vielleicht die
damit einbeziehen, was man in der Galaxie annimmt, dass die sich ausdehnt. Ja. Dann hat man den Liebesaspekt, das bildet den inneren Zusammenhalt von allem. Und dann hat man noch den Intelligenzaspekt und das bildet darin die ganze Detailarbeit wieder. Ja, die spiegelt das wieder und wie man da eingeht und die Intelligenz entwickelt. In der Bhagavad Gita, im Indischen nennt man das auch den Manas-Aspekt als Intelligenzaspekt, den Liebesaspekt als Buddhi und nochmal Atma als Geistaspekt oder Willensaspekt. Und von den kosmischen Hauptebenen ausgehend ordnet man das eigentlich sogar nur nach zwei Ebenen, nach drei Ebenen, die eine gewisse Tendenz in der Galaxie widerspiegeln. Und da würde man jetzt vom Kosmos her sagen, dass wir im Liebesaspekt sind oder in einer Art Liebesuniversum. Das kann man, wenn man das will, auch an sich wiederfinden in allem irgendwo, dass wir eigentlich alle auf einer Art Liebeswelle sind, sonst würden das alles nochmal ein bisschen anders ausgestaltet sein. Ja, das heißt, wenn man jetzt die erwähnte Adressierung nehmen würde, würde man sagen, eins ist Atma, ist Wille, göttlicher Wille, dann zwei Liebe und drei die Intelligenz. Und vom kosmischen Adressieren her würde man sagen, dass wir uns in der 2 befinden quasi. Dann nimmt man von Helios, dem Sonnenlogos quasi, die Entwicklung, dass er sich auf der Astralebene befindet. Und das wäre der zweite Aspekt. Oder umgekehrt, wenn man die Ebenen dann anders sortiert von oben nach unten, das ist sogar notwendig, wie gesagt, dann wäre das die 6. Also wären wir auf einer 2 und einer 6 erstmal unterwegs von den Zahlen her. Und wenn man das adressiert in der Weise, und dann hat man natürlich noch die Erde hier und alles. Und wenn wir uns nehmen, dann sind wir auch auf der 4, auch der planetare Logos bewegt sich genauso ähnlich wie die Menschheit oder zieht die halt auch mit und alles. Als Seelenaspekt der Erde, als Sanat Kumara. Und diese drei Aspekte, Atma, Buddhi äh, naja, das Physische halt dazu, die Intelligenz, Manas, das sind auch die 4 Kumaras, kann man sagen. 3 davon bilden oder spiegeln den Hauptaspekt jeweils dieser 3 erwähnten Aspekte wider. Und Sanat Kumara als Hauptkumara wäre der Hauptaspekt quasi, der das alles verwaltet oder die Seele widerspiegelt. Deswegen wird auch in der Bhagavad Gita erwähnt, es wären 4 Kumaras, die da die Erde irgendwo ja organisieren. Und dazu hat natürlich auch Sanat Kumara einen weiblichen Aspekt, das wäre Lindus nach meiner Kenntnis. Und als höheres Selbst von Sanat Kumara, und da hatte man sogar auch schon früher Austausch und alles, wäre das Vaivamus. Das ist das höhere Selbst an sich von Sanat Kumara mitunter. Aber ja, das würde jetzt langsam doch ausufern hier mit diesem einen Beitrag. Man will nur die Bandbreite einmal erstmal nur aufzeigen, ja, wie umfassend das ist und wie viel man dann auch tatsächlich zuordnen und damit nachvollziehen kann. Und so, dass man, wenn man gewisse Sachen mit etwas konfrontiert ist, da dann nicht plötzlich das eigene Weltbild völlig kollabiert, ist das meines Erachtens eine sehr gute Möglichkeit, mit diesen Sachen zu arbeiten. Und wenn man da erstmal so ein gewisses eigene Inhärenz hat dazu, gewisse Erfahrungen vielleicht auch schon, dann wird es einem irgendwo einleuchten und dann geht man auch nirgendwo unter oder kann dann immer noch nachvollziehen, wo man sich gerade befunden hat oder wie das eventuell zusammenhängt. Und das ist, denke ich mal, ein weit umfassenderes Weltbild als das, was sonst so durch die typischen, teilweise auch esoterischen Lernen bisher gängig ist oder überwiegend vermittelt wird. Und das möchte man noch viel weiter ausführen. Man überlegt auch sogar irgendwann vielleicht ein Buch zu schreiben. Mal schauen. Man bereitet das schon lange vor, aber man hat auch so vieles schon im Internet an sich und durch Forenarbeit und so weiter dazu auch schon kundgetan. Aber sonst, ja, wäre so ein Buch vielleicht kosmologische Geisteswissenschaft auch
etwas, was man da auf längere Sicht hin dann irgendwann mal zusammenfassend rausbringen möchte und da auch schon sehr viel Vorarbeit geleistet hat, eben durch das, was man jetzt gerade erklärt hat, dass man da immer wieder auch versucht, eigene Inherenz und Erfahrung dazu zu finden, so dass man da auch eine Evidenz hat und nicht nur da eben rein theoretisch das irgendwie abhandelt, sondern dass man wirklich möglichst eben auch selber weiß, wovon man da an sich spricht, aus eigener Erfahrung, auch wenn das natürlich so umfassend ist, dass man da nicht gerade von diversen Dimensionen da alles Mögliche herleiten oder erzählen kann. Allein schon auch gibt's verschiedene Zeitlinien und das wurde mir wohl von den Arcturianern, auf jeden Fall von höherdimensionalen, aber ich bin mir recht sicher, dass die Arcturianer das waren, gesagt, dass da die Erde momentan und die Menschheit in 39 Zeitlinien aktuell unterteilt ist. Ja, und das kann man sicherlich nicht anhand irgendwelcher Yugas oder sonst was aus dem Indischen herleiten, weil der Satguru nennt er sich, ich glaube Vasudev heißt er auch, der hat da auch irgendwie gesagt, ja, das wäre irgendwie in 82 unterteilt, die Menschheit in 82, weiß nicht, wie er es da genannt hat, Welten unterteilt oder sowas. Ich glaube, das kann man nicht anhand irgendwelcher Lehren mal so selber zusammenrechnen und sagen, so und so wäre das dann so, sondern die Frage ist, in welchen Dimensionen geht da oder Zeitlinien das menschliche Bewusstsein oder das Kollektiv ein, wie verteilt es sich? Und das ist etwas, was nur aktuell ist, weil sich manches dann wieder auflösen kann, gewisse Zeitlinien, ja, und neue können entstehen, so dass ich würde mal sagen, auch nur wirklich sehr hohe dimensionale Entitäten oder Wesenheiten vielmehr da überhaupt dann sagen können, wie der aktuelle Ist-Stand wäre. So, das mal vielleicht erstmal grob, erstmal nur zusammengefasst, ja, wie umfassend das ist, welche Aspekte es alles hat, wie weit man damit vielleicht auch gehen kann. Und das ist auch etwas, womit man auch schon einige Jahre jetzt sich da selber mit befasst hat und das möchte man näher bringen, weil man selber auch der Überzeugung ist, dass einem nur wenig begegnen kann, was so irgendwie das Weltbild jetzt zum Kollabieren brächte bei einem. Sondern das sind genau diese Dinge, die einem irgendwo auch immer gleich sofort irgendwie ein Verständnis vermitteln, wo man sich gerade bewegt oder womit es irgendwie zusammenhängt. Und es hilft natürlich auch sehr, sehr viele Zusammenhänge zu erkennen, zu verstehen und nachzuvollziehen, die dann durch auch meinetwegen esoterische Lehren, die was taugen, dann oder auch in der Theosophie manches dann wiedergegeben wird. Und man hätte auch noch eben diese verschiedenen Einweihungen, wenn man die verschiedenen Dimensionen verwirklicht hat, als Beispiel, so dass, wie man vielleicht merkt, das einen verdammt großen Umfang haben kann alles, bis man dann eben ja, da diese ganzen Zusammenhänge irgendwo halbwegs zusammenbekommt, um darüber überhaupt vernünftig reden zu können. Wir werden das noch in weiteren Videos dann in Einzelheiten immer wieder mal ausbreiten und da auch versuchen, verschiedene eigene Erfahrungen sonst einzubringen oder im aktuellen Zeitgeist oder Kontext, was global oder kollektiv passiert, da auch nochmal dann anzuordnen. Und ansonsten möge es vielen überhaupt dann helfen, ein anderes Verständnis der Welt auch zu entwickeln, das, was etwas umfassender ist, als irgendwie ganz banale Sachen wie irgendwie nur Geist, Seele, Körper oder das sogar nur auch noch nur auf den emotionalen oder mentalen Aspekt runter reduziert als Verständnis des Geistes, was ja auch in, sage ich mal, primitiverem Verständnis der Bibel zum Beispiel auch oft dann gemacht wird. Aber wie man jetzt vielleicht hier raushören kann, kann das ganz schön den Rahmen sprengen und beinhaltet sehr, sehr viel mehr. Und es ist auch logisch, dass man aus höheren dimensionalen Aspekten und so weiter die Dinge irgendwie auch anders verstehen können muss und anordnen muss und da auch irgendwo so ein gewisses Weltbild ja hat, mit dem man arbeitet, was ja überhaupt den inneren Zusammenhang irgendwo auch bei einem bildet oder das Selbst, wo man das Selbst als technisches Verständnis der Seele eigentlich auffasst und die Seele eben als den subjektiven Aspekt dann daran sieht. Auch dazu könnte man sehr, sehr viele Erklärungen noch geben und auch mit eigener Erfahrung dann mitunter. So, das soll es aber jetzt dann tatsächlich erstmal gewesen sein in diesem Video. Also es ja, hat sich ja doch schon ganz schön in die Länge gezogen. Man wollte es eigentlich so kurz wie nur möglich fassen, aber erstmal nur überhaupt mal die verschiedenen Zusammenhänge und wie, was, womit alles zusammenhängen kann, mal einbringen hier an der Stelle. Also dann, man hört sich und sieht sich sonst und ich wünsche allen alles Gute.